Der Mensch mit Tier- und Pflanzenwelt vereint zu einer Seele. Materie wird hier umgestellt mit zauberfelsiger Milch. Hier in der Mitte dieser Welt, volles Leben, dreifachs Geld. Die Hände räumlich stets bereit. Kommt's auf wieder, es ist jetzt Zeit. Sonne, Mond und Sterne, so nah und doch so weit. Sie walten in der Ferne zu unserer Schicksalszeit. Ja, liebe Freunde, ganz offiziell mache ich es jetzt mal. Ich freue mich, dass wir hier sind, unter diesem wunderbaren Kuppelobjekt und unserer geodätischen Sphäre, die, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber wahrscheinlich nicht einmal ein Jahr, wo wir zum ersten Mal die Idee hatten, dass wir so eine Kuppel errichten und mit diesen Kuppeln durch Europa touren und Gedanken über ein künftiges Europa sammeln. Und mittlerweile hat sie schon ihren Probelauf gut bestanden, diese Kuppel, andere Kuppeln. Wir touren durch Europa und sammeln Beiträge. Wie können wir unsere Zukunft, eigentlich unsere gesellschaftliche Zukunft neu gestalten? Was fällt uns dazu ein? Und jetzt sind wir auf der Henneralm gelandet, 1600 Meter über dem Meer. Und das ist wichtig vielleicht noch. Was haben wir für ein Thema hier? Da haben wir gesagt, ja, vielleicht müssen wir es mal auch provozierend stellen. Und zwar haben wir gesagt, wozu braucht Europa die Alpen? Die Alpen haben eigentlich eher Europa lange Zeit getrennt, ja, und dadurch haben sich unterschiedliche Kulturen entwickelt. Ja, und davon und Traditionen und so weiter. Und von dieser Vielfalt profitieren wir eigentlich heute. Ja, also es war sehr stark unterteilt durch die Alpen und ja, also diese Vielfalt macht eigentlich Europa aus. Die unterschiedlichen Charakteristika, die Sprachvielfalt, die eben gepflegt wird, wie ich gerade vorhin sagte, in Amerika nicht. Ja, also Kalifornien ist lange Zeit Spanisch gewesen. Kein Mensch ist dort in der Lage, Spanisch zu sprechen. Eher wird dort die Mauer jetzt demnächst hochgezogen von Trump. Die Kulturvielfalt ist übrig geblieben und ich finde auch, das gilt es auch zu erhalten. Ja, das ist ja auch das, was wir hier schätzen, sozusagen gewisse Form von Tradition. Ja? Also eine Kombination aus Tradition und Offenheit für das Anderssein. Darum geht es ja eigentlich eher. Ja? Hier kommen auf die Hütte unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichsten Schichten auch und kulturellen Schichten auch. Ja, Offenheit sollte eigentlich Europa auszeichnen, denke ich mal. Und ja, also es geht eben nicht, es geht für mich nicht um die Abgrenzung oder die Konfrontation, sondern das gegenseitige Verständnis und die gegenseitige Inspiration. Ich spannend gefunden habe mit dem, du hast gesagt, das Wir-Gefühl, ja. Mit dem im Vergleich zu dem Nationalen. Ja. Ich habe gerade die Frage gestellt, warum kann ich nicht beide Wir-Gefühle haben? Warum kann ich nicht wir Europäer sein und trotzdem genauso auch wir Deutsche oder wir Österreicher oder wir was auch immer? Also das ist vielleicht überhaupt so die Frage, ja, woher kommt Identität? Ne? Muss das immer etwas sein, wo man sagt, ich bin entweder oder kann das auch etwas sein, wo man sagt, ich bin sowohl als auch oder ich bin mehrdimensional oder wie du sagst, ne? Ich kann mich als auch Steirer, Europäer, Wiener als Freund einer bestimmten Freundesgruppe fühlen und das stiftet meine Identität. Ja? Da fühle ich mich sozusagen zu Hause, ne? In diesen Bereichen. Ne? Und eben kein Widerspruch. Und das ist schön, dass du das sagst, auch mit dem Abgrenzenden. Ja? Das ist vielleicht auch interessant, dass wir so durch die Alpen so eine natürliche Grenze bekommen haben,
die so fein gegliedert in ihren Talschaften ist. Das haben wir heute schon beim Frühstücksgespräch gehabt, dieses Thema. Ja. Und das Grenzende einerseits, was wiederum etwas wirkt wie so kleine Einheiten, die sich da herauskristallisieren, mit ihren eigenen Trachten und Traditionen und ihren eigenen Jodlern und Musik oder Sprachen, Italiener, Deutsche, Schweizer, Franzosen und so weiter. Österreicher. Und unglaublich ausziseliert. Ja. Und dass gerade das Prägende in Europa ist. Und vielleicht gerade das auch das, obwohl es paradox ist, das Einheitsstiftende wiederum ist. Gerade die Vielfalt macht uns, das wäre eigentlich der Pol der Vielfalt und des Pluralismus in Europa, wo man sagt, auf das sind wir stolz, das ist vielleicht unsere Identität, unsere Einheit. So fühlen wir uns. Wir sprechen in unterschiedlichsten Sprachen, Dialekten, Formen. Trotzdem finden wir uns. Ja. Trotzdem gibt es unglaublich viele Gemeinsamkeiten. Gerade wenn man im politischen und sozialen Bereich sieht, dass wir dann doch alle wiederum dieselben Probleme haben, mit denen wir zu kämpfen haben, unterschiedlich, wo wir sind, ob in Neapel oder hier oder wo auch immer. Und gerade dieses Spannungsfeld, das ist etwas, was Europa ausmacht und es daher mitunter auch seine Identität kommt. Ja, ich sehe das auch so immer ein bisschen wie so ein Team. Ja? Bei einem Team ist nicht, jeder hat eigene Qualitäten, die er in ein Team mit einbringt. Ja? Und immer nur zu behaupten, naja, der Süditaliener arbeitet nicht oder sonst was. Ja, dafür kommen dort die tollsten Tomaten her und so weiter und hat was anderes einzubringen. Warum müssen alle gleich sein? Ja? Warum müssen die alle gleich funktionieren, nach dem gleichen Takt, anstatt zu kapieren, hey, ja, mein Gott, der eine tut vielleicht ein bisschen weniger, also sozusagen arbeitstechnisch, ja, ist vielleicht etwas weniger strukturiert und bringt dafür aber, also bekannt, die Italiener sind dafür bekannt, dass sie die besten Erfinder sind. Ja? Die sind vielleicht nicht sonderlich, also was die Finanzkasse betrifft, muss das halt jemand anders übernehmen. Oder ja, wenn jeder seinen Part beiträgt, dann ist es ein gutes Team. Ja? Und das könnte Europa sein. Vielleicht auch wie in einem normalen, wie auch im menschlichen Organismus, wäre ja verrückt, wenn jedes Organ meint, es wäre die Leber. Ja. Oder das Hirn oder jedes Organ wird glauben, ich muss jetzt, ich weiß nicht, für den Sauerstoff sorgen oder für die Ausscheidungsprozesse oder was auch immer, sondern eben dieses Gegliederte, trotzdem hat jeder seine Identität, seine Funktion fürs Ganze, unersetzliche Funktion und bietet seinen Bereich und das befruchtet den gesamten Organismus. Und das ist vielleicht auch ein schönes Bild, wo man sagt, okay, das könnte auch Europa mal werden, ein funktionierendes Ganzes, das seine eigenen Bereiche, Glieder, Organe entwickelt, wie es ja auch es tut, aber wir kommen halt in die Bredouille mittlerweile auch, weil wir einfach, ja, ich sage jetzt einfach so, mit dem Kapitalismus und mit anderen Dingen, aber der Kapitalismus sozusagen als das, was gilt in Wirtschaftsgrundlage und auf alle Bereiche runter sich bricht an, ja, dem, was die Gemeinschaft letztlich wiederum zerstört. Ja. Und das Zweite wäre, dass die Menschen in der Stadt sowieso unglücklich werden. Dass sie sowieso in die Berge müssen. Der heutige Mensch. Viele kennen die Berge überhaupt nicht. Kennen nur die Autos und die Städte. Ja. Für die gibt es es nicht, das gibt es nur im Märchenbuch. Ja. Und das ist natürlich, diese Menschen sind ja um eine wichtige Erfahrung ärmer. Ne? Also einmal hier raufzukommen, das ist ja eine Erfahrung fürs Leben. Und das ist ja auch etwas, wovon ich überzeugt bin. Viele Menschen kennen das hier nicht. Und es wäre wunderbar, wenn sie es kennenlernen würden. Aber ich mit meiner Migrationsgeschichte oder wir mit unserer Migrationsgeschichte, wie wir da alle sitzen, quasi jedes Ausländerkind quasi braucht ein bisschen einmal, braucht ein paar Jahre, um in diesem Land anzukommen, um es schätzen zu lernen und so weiter. Und bei mir war das so, erst als ich die österreichischen Berge, als ich die Alpen gesehen habe, hat meine Liebe zu Österreich begonnen. Ne? Also ich glaube, man kann auch von den Alpen lernen, also was kann Europa von den Alpen lernen? Einfach quasi, wir können an den Alpen lernen, wieder die Schönheit der Natur zu betrachten. Ja.
das Meer ist wunderschön und die Strände sind wunderschön, aber darauf zu kommen, da braucht man erstens einmal Muskelkraft und Willen und Willensüberzeugung. Und wenn man dann da oben ist, dann blickt man einfach in die pure Schönheit. Weil wenn ein Mensch merkt, ich schaffe diese 1000 Höhenmeter, die ich mir vorher nie zugetraut hätte, was verändert das in einem Menschen dann? Das heißt, an den Alpen lernt man sich selbst zu überwinden, seine eigenen Grenzen kennenzulernen und diese wiederum zu überwinden. Ne? Zum Thema Europa, also ich bin 36 Jahre alt und habe schon irgendwie 11 Monate in einem Krieg gelebt, mitten in Europa, zu einer Zeit, wo alles aufstrebend war, die Wirtschaft, die Menschheit, der Geisteszustand sozusagen, einiger, weniger. Damals hat es die Europäische Union zugelassen, dass mitten im Herzen Europas ein Staat zerschlagen wird in ganz kleine Einheiten, jetzt unabhängig vom Nationalgedanken her, Fahnen, Farben etc. Also jetzt das weglassen sozusagen im Denken. Vielleicht hat das auch eine Kette an Ereignissen ausgelöst, die halt in Europa nicht wahrgenommen wurden sofort, ist ja eh auch klar, weil was interessiert mich das, was da unten passiert. Mit dem Flieger sind wir von hier in 30 Minuten in Sarajevo, mit dem Auto in 6 Stunden, also es war gleich da sozusagen und es wurde halt auch nicht wahrgenommen. Also jeder hat zwar gewusst, da ist ein Krieg in Bosnien, aber es war mitten in Europa. Ja, geht uns halt ein bisschen Nachbar in Not, aber ja. In weiterer Folge hat es die Europäische Union verpasst, irgendwie auf einer sozialen Ebene für Gleichheit zu sorgen. Und jetzt meine ich nicht jeden Erwachsenen und jeden alten Menschen, sondern vor allem Kinder und vor allem jetzt irgendwie sozusagen das schwächste Glied der Kette, dieses 0 bis 14, weil da ist man halt irgendwie auf andere angewiesen, da kann man selber nichts machen. Also du kannst kaum überleben als ein 7-Jähriger in den Alpen oder halt auch im Tal nicht irgendwie alleine. Das heißt, irgendwie vermisse ich für die Zukunft, was Europa angeht und ja, die Alpen sind halt ein Teil von Europa und die werden auch nicht verschwinden, also so schnell. Und ich meine, die Welt verändert sich ständig, wir Menschen verändern uns ständig, was ja auch gut ist. Und die Frage ist halt auch, vielleicht muss ja auch ein Teil der Alpen verschwinden, damit irgendwo was Neues geboren wird. Also vielleicht gibt es halt hier in 100 Jahren keine grünen Flächen mehr, keine Kühe, keine Menschen, wie auch immer. Aber dafür halt an einem anderen Ort auf dieser Welt. Und wenn wir jetzt irgendwie als Europäer denken wollen, müssen wir gleichzeitig auch die ganze Welt mit einvernetzen. Und ohne dieses Denken, also dann muss es mir irgendwie klar sein, als einem kleinen Individuum jetzt in der Steiermark zu sagen, naja gut, vielleicht ist da in der Steiermark, in Österreich in 100 Jahren nichts, aber vielleicht deswegen in Brasilien, in einem Tal, das ich nicht kenne und auch wahrscheinlich niemals sehen werde, ist etwas entstanden, was so ähnlich ist wie das hier. Also wenn wir auch so, also das ist jetzt sehr weit gedacht, das weiß ich schon, aber wenn wir jetzt irgendwann einmal Europäer werden wollen, dann müssen wir mal bei den Kindern ansetzen, wirklich bei den Jüngsten und auch, wie angesprochen, kurz dieses Kindergeld. Also ich meine, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist zwar schön und nett, aber ich glaube, die erwachsenen Menschen in der heutigen Zeit sind einfach nicht bereit für sowas. Also egal mit wem ich gesprochen habe, dann gehen die einen nicht arbeiten. Jeder hat so irgendwie seine Meinung, aber keiner lässt diesen Gedanken zu. Jeder hat sofort irgendwas zu sagen, jeder hat sofort irgendwie irgendeinen Einwand, der auch irgendwo eine Berechtigkeit besitzt, aber ich meine, ja, wenn ich den Berg nicht raufgehe, werde ich halt nie wissen, wie das Gefühl ist, wenn ich auf dem Gipfel bin. Sonne, Mond und Sterne.